Hallo liebe Leute, hier ist wieder Timo von Timos Modding Chamber. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Unboxing Video, und zwar möchte ich euch heute das TT Esports Knacker Keyboard auspacken. Das ist ein Planga Gaming Keyboard. Planga bezieht sich hierbei auf die verbauten Switches. Dazu kann ich gleich auch gern noch etwas erzählen, und ja, anfangen würde ich so wie immer gerne mit der Verpackung. Schon mal drauf zu lesen, Challenge is the game. Tja, meine Challenge für heute, ich packe euch das Keyboard aus und ja, schauen wir uns das Ganze einmal an. So sieht das Ganze von vorne aus, die Verpackung. Auch wieder schön der Drache drauf. Dann haben wir noch so ein paar Informationen wie Anti-Ghosting 12 Keys und eine Lebensdauer von 15 Millionen Anschlägen. Kann das Keyboard ab. Das heißt, man kann ganz schön lange drauf rumhacken. Und ja, so sieht das Ganze von vorne aus. Schauen wir mal auf die Seite. Auch hier wieder alles drauf, was man so braucht. Und das Ganze hier natürlich auch. Auf der Rückseite finden wir alle wichtigen Informationen in allen möglichen Sprachen, die es so gibt. Hier hätten wir zum Beispiel Englisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, alles da. So sieht das Ganze aus. Dann hätten wir hier noch eine kleine Beschreibung, ich hoffe ihr könnt das so erkennen, zu den verbauten Switches. Ja, genau. Und ja, soweit zur Verpackung. Ich würde sagen, ich öffne mal die Kiste, wir schauen mal rein, wie das Ganze dann so ohne Verpackung aussieht. Schwupp, so, da hätten wir schon mal auf. Hier vorne dann auch gleich nochmal eine Beschreibung zu den Switches, alle möglichen Informationen, die es so gibt. Zum Beispiel, dass man bei der Anti-Ghosting-Funktion 12 Tasten hat, also man kann 12 Tasten gleichzeitig drücken, wenn man per USB anschließt, und 16 Tasten, wenn man per PS2 anschließt. Und das hier wäre dann der mitgelieferte PS2 Adapter. Den haben wir hier schon mal aus der Verpackung genommen. Den lege ich mal an die Seite. Hätten wir hier noch ein Beutelchen. Schauen wir gleich mal rein. Lege ich auch erst an die Seite. Ja, dann hätten wir hier das schöne TT Esports Logo natürlich auf dem Kabelbinder. Der ist ja bekannt. Und auch hier wieder die schöne Kabelummantelung. Einen vergoldeten Stecker, oder? Ist er gar nicht vergoldet? Doch, sieht so aus. Auch das TT Esports Logo drauf. Schauen wir mal weiter. Holen wir mal die Tastatur aus ihrer Verpackung. So, entfernen einmal die Verpackung vom Tisch. So. Da hätten wir dann das mitgelieferte Papierzeug, sowas wie eine Garantie, ein paar Aufkleber in schwarz und in weiß. Ich zeige euch das mal. Machen wir ein Unboxing, also packe ich auch die Folie hier mal aus. Zack. Also haben wir hier einmal Multilanguage Quick Installation Guide. So sieht das aus. Auch wieder in allen Sprachen. So, das erstmal an die Seite. Hier die beiden schon erwähnten Aufkleber. Zweimal der Drache. Glänzt schön. Schwupp. Auch an der Seite. Und die Garantiepolice. Alles da. Schön zum Ausfüllen. So, dann kommen wir mal zum Keyboard, was auch nur in Plastik eingepackt ist. Das heißt, es gibt keine Kratzer. Hoffen wir mal. Schaue ich mir natürlich an. Sofern ich das aufkriege. Schwupp. So, da bin ich wieder. So sieht schon mal die Tastatur von der Rückseite aus. Kann man ja mal zeigen. So, ich drehe das Ganze um. So, könnt ihr euch das schon mal angucken. So sieht das Ganze aus. Ich befreie derweilen mal das Kabel von dem Papier. So, das hätte ich jetzt auch geschafft.
So sieht das aus. Und ja, was wir sehen, sehr schicke Tastatur, würde ich sagen. Vorne das TT Esports Logo auch mit Folie drauf. Dies ist natürlich beleuchtet und kann mit der Funktionstaste und F12 optional an- und ausgeschaltet werden. Mir gefällt das Logo natürlich sehr gut, deswegen würde ich es angeschaltet lassen, aber das ist was anderes. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das ist also soweit die Tastatur im ersten Blick. Dann habe ich eben euch gezeigt den kleinen Beutel. Das ist dieser hier. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Ich weiß es. Und zwar sind da drin rote Tasten für WASD und Pfeiltasten. So, ich kippe das einfach mal hier so aus. So sieht das aus. Alles da. Ich zeige euch mal so eine Taste. Schwupp. Das wäre das W. Und dabei ist so ein ein Tastenzieher, würde ich ihn jetzt mal nennen. Der sieht so aus. Und zwar kann man dann einfach, dann setzt man also, ich hole mal die Tastatur ein bisschen besser ins Bild. So, nimmt man den Tastenzieher und setzt den auf die W-Taste. Schwupp. Mit einmal runterdrücken und einmal hochziehen. Haben wir dann die W-Taste. Dann nehmen wir mal die rote W-Taste. Die kann ich dann also hier einfach aufsetzen. Schwupp, schon sitze drauf. So, jetzt komme ich dann noch einmal zu den angesprochenen Planga-Switchen. Oder Switches heißt das Ganze. Und zwar ähneln die schon sehr stark einer mechanischen Tastatur. Das heißt, es gibt ja Leute, die geben eine Menge Geld dafür aus. Und diese kommen also wirklich schon sehr nah und sind ziemlich leise. Ich weiß nicht, könnt ihr was hören? Ich tippe da mal so ein bisschen rum. Das ist jetzt schon ziemlich doll, was ich hier tippe, aber die sind wirklich sehr leise. Und der Druckpunkt ist auch besser als bei einer mechanischen. Das Ganze habe ich mir natürlich auf der Seite von TT Esports schon einmal durchgelesen, damit ich auch weiß, was ich euch hier erzähle. Und ja, was soll man sagen? Mir gefällt sie optisch schon mal sehr gut. Ich zeige euch nochmal das Logo. Da hätten wir das Logo. Und ich gucke mal, ob ich die hier gerade auf die Schnelle zum Leuchten kriege. Ich probiere es einfach mal. Einen Moment. Schwupp, mit ein bisschen Glück könnte es jetzt leuchten. Ich gucke mal, was ihr sehen kann. Ja, also das TT Esports Drachenlogo leuchtet also. Könnt ihr das erkennen? Ich habe jetzt hier natürlich Licht an, aber ich glaube, man kann es sehen, dass es leuchtet. Und ja, wirklich sehr schickes Keyboard hat TT Esports da gemacht. Und der Preis liegt bei ca. 35 bis 40 Euro. Erhältlich natürlich überall, wo es gute Hardware gibt. Und ja, ich bedanke mich natürlich noch bei TT Esports für die Bereitstellung des Testsamples und danke euch fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unter das Video auf YouTube da lasst, meinen Kanal abonniert und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Timos Modding Chamber. Ciao.